Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar den Schockstab. In dem ersten Teil werden wir jetzt schon mal so den Grundbau machen. Ich habe noch ein bisschen was an Zeug bestellt, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Ich wollte eigentlich am Mittwoch schon das Video gemacht haben, oder beziehungsweise den ersten Teil, aber seht es mir ein bisschen nach. Ich bin momentan im Umzugsstress für meine Mutter. Da habe ich leider nicht so viel Zeit für die Videos. Ab September werde ich dann wieder ein bisschen mehr machen können. Aber der August wird wahrscheinlich höchstens ein Video der Woche. Muss ich gucken, wie ich es schaffe. Also seid mir da nicht böse. So, wie gesagt, wir machen jetzt den ersten Teil für den Schockstab. Dann zeige ich euch jetzt gleich mal, was ich da mir so überlegt habe. Das ist, wie gesagt, für so ein Dark Genesis Setting für eine Orga, wo ich ja auch hier den Tonfon so schon mal als Probe für gebaut habe, der gut angekommen ist. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Bleibt dran, wir sehen uns. Ein paar Sachen habe ich hier schon liegen, das weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt brauche. Ein bisschen habe ich schon mal vorgearbeitet, weil ich will da zwei Sachen machen. Das legen wir erstmal auf Seite. Und zwar habe ich einen Kernstab gesägt, 60 cm. Ne? Dann 2x5 cm für den Spitzenschutz. Lederstücke, kennt ihr ja, einmal drum. Und dann noch eine 6 mm Matte auf 70 cm und das ist Breite 20. Das Ganze habe ich dann beim ersten, den ich direkt schon geklebt habe, schon mal so verklebt. Ich glaube, jetzt mit dem Kleben, das muss ich euch ja nicht zeigen, da wisst ihr ja, wie das funktioniert. Ich habe nur schon mal nochmal die Teile, wie gesagt, ich mache zwei Dinger davon. Mache ich ja meistens, habt ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt. Das ist dann manchmal für die Videos ein bisschen einfacher zu machen. Bis auf das Schleifen und noch die Enden noch gerade und alles machen, habe ich das ja quasi schon mal gemacht. Wie gesagt, aus den Teilen. Könnt ihr dann wieder mit Heißkleber oder mit Pateks kleben, so wie ihr gerade Lust habt. Das tue ich jetzt mal auf Seite. Werde ich dann mal so zwischendurch noch kleben. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt diesmal nicht langweilen mit der Kleberei. Das, mittlerweile müsstet ihr das ja kennen. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal 70. Wenn ich noch ein bisschen was abschneide, wird das vielleicht ein bisschen kürzer, weil vorne kommt ja noch ein Stück dran. Da habe ich mir auch was überlegt, aber ob das funktioniert, muss ich noch gucken. Das könnte ein bisschen zu kopflastig werden, weil ich da überlegt habe. Aber ich habe schon eine andere Idee. Und hinten bei dem Schockstab, wer das kennt, das Teil, muss man gucken, ob ich da irgendwie ein Bild mal einblenden kann. Da kommt hinten noch so eine Art Spule dran. Das wollte ich ja eigentlich bei diesem Tomferstock gemacht haben, aber das hat ja durch die Biegung nicht. Aber ich habe mir das schon mal einfallen lassen, wie ich das hinkriege. Ich werde dann gleich erstmal den Stab soweit schleifen, dass das soweit rund ist, mehr oder weniger. Und dann fangen wir mal an, so mit der groben Gestaltung schon mal. Da muss ich auch noch ein paar Sachen mit durch den Kopf gehen lassen. Aber fangen wir mal an, der Elektrik. Und zwar, ihr kennt ja schon hier diese Leuchtdinger. Da hatte ich dann noch mal ein paar bestellt. Hier in dem Ding ist schon, hier habe ich schon eine Batterie rein. Das sind noch die Reste und noch, ich glaube, ein oder zwei Batteriefächer von dem Tonferstab. Das Problem war halt, ich möchte gerne die blauen nehmen, weil so für Elektrizität finde ich die schöner wie dann so rot oder grün. Also das rot oder grün, das kann ich mal für was anderes benutzen. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Da werde ich auch noch einen blauen drin. Oder hier den vielleicht irgendwie mal gucken. Aber ich muss ehrlich sagen, das Blau gefällt mir mit am besten. Das tue ich jetzt mal erstmal auf Seite. Jetzt bei denen, die gab es dann als, ich weiß ja nicht, wie viel da drin waren. Auf jeden Fall waren es 10, 12 Stück. Fand ich toll. Und das Schöne ist, ne, dann waren es 10. Und zwar, da ist so ein Adapter drin. Ich hatte gedacht, das wären nur 2. Nee, da kann man so ja 5 Stück dran klemmen. Das fand ich total geil, deshalb hatte ich mir die nämlich auch nochmal bei Amazon mitbestellt. Müsst ihr da mal gucken unter LED-Drähte oder wie die Dinger heißen. Das ist das Schöne. Das sind alles dieselben Steckdinger. 'n. 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 '
Und dann könnt ihr von den Drähten quasi bis zu 5 Stück daran an. Und habt aber nur ein Batteriefach. Weil ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil sonst, wenn da jedes Mal so ein Ding für einen Draht, das könnte ein bisschen viel werden bei so einem Teil. Also 2 Drähte brauche ich auf jeden Fall für den Schockstab. Einen hinten für die Spule und einen dann noch, dass da so ein bisschen die Elektrik bis nach vorne geht, dass vorne dann auch am Leuchten ist. Deshalb, wie gesagt, finde ich total toll. Guck mal einfach mal, ob das auch funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal 2 Teile. Ja, gucken, wo der Stecker richtig rum ist. Hier. Immer schon gucken, dass der auch richtig einklipst. Nicht wie bei meinem ersten Video, wo ich das ausprobiert habe, wo der dann wieder rausgefallen ist. Also bis das so Klick macht. Zack. So, jetzt haben wir mal 2 dran. Ihr seht, funktioniert super. Und wenn dann einer von den Drähten nachher zu lang ist, wie ihr gesehen habt, kann man abschneiden. Macht er das Silikonkäppchen, was hier vorne drauf ist, wieder drauf. Und dann ist das alles gut. So, tun wir mal wieder aus. So, die Sachen, die tun wir auch mal wieder hier so in den Beutel rein. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal den groben Rohling. Und dann muss ich gucken, wie ich die Elektrik verlege. Das Ding tun wir auch mal auf Seite. So. Dann machen wir mal hier den Karton auf. Den habe ich schon über eine Woche rumliegen oder 2. Und zwar hatte ich ja im ersten Teil schon mal so ein bisschen rumexperimentiert mit den Schläuchen. Hier ist auf der Seite rüber. Gut, die roten weiß ich noch nicht, ob ich die für irgendwas benutze, aber die habe ich einfach mal mitbestellt. Da tun wir mal wieder den Karton rein. So, und dann bin ich hingegangen und habe zweierlei Schläuche bestellt. Und zwar der eine hier, den ich als erstes hatte, der war ein bisschen eng. Also der Draht, der Leuchtdraht, der geht durch, aber ein bisschen, ist schon ein bisschen auf Länge. Man muss schon ein bisschen drücken. Jetzt habe ich mir quasi ein bisschen mit einem dickeren Innendurchmesser geholt, dass das besser reinpasst, wenn mal die Elektrik ausgetauscht wird. Und für die Spule hatte ich mir überlegt, jetzt weiß ich natürlich noch nicht, ob das dann noch so funktioniert, da ich quasi den anderen Schlauch so ein bisschen da drum wickle. Aber ich merke schon, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil der Durchmesser relativ klein ist. Oder ich hätte vielleicht einen anderen Schlauch nehmen sollen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich hier so einen Anfang habe, müsste das eigentlich funktionieren. Das müsste nur irgendwie halten. Vielleicht muss ich dann erstmal an einer Stelle das irgendwie festkleben oder was. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Weil ich hatte mir nämlich überlegt, dass ich dann quasi hier hinten, wo dann diese Spule rankommt, dass ich dann so was, also quasi den dickeren einmal so durchführe, wie so eine, ich sag jetzt mal Schlaufe, die Elektrik dann quasi einmal durch und das dann quasi im Innen, dass das hier wie so eine blaue Spule aussieht. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal so eine Idee, ich muss mal gucken, ob das so funktioniert. Also soweit meine Idee. So, dann fangen wir erstmal an. Dann kürzen wir das Ding hier erstmal ein bisschen, dass das hier bündig ist. Tun wir wieder auf meine Seite. Schneiden wir hier noch ein bisschen was ab, dass wir dann noch was schnürgeln können. Dass das wenigstens so weitgehend rund ist. Ja, nicht ganz rund ist auch nicht so ganz schlimm. Aber das seht ihr ja nachher. Das sind dann, da kommen ja noch so 4 Zylinder drum. So. Würde ich das jetzt erstmal ein bisschen rund schleifen. Nehmen wir das oder das. Gucken wir mal, womit man am besten geht. Jetzt haben wir den so halbwegs rund. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den am besten aufteilen. Ich muss mal schauen, weißen Edding haben wir hier. Zollstock und so was habe ich alles schon mal mitgenommen. Ich würde sagen, im Endeffekt ist das eigentlich die gleiche Seite. So ganz rund ist es nicht geworden, aber das ist auch nicht so schlimm. So, gucken wir erstmal. Und zwar, wenn wir hinten
Hier soll nämlich noch ein bisschen was dicker werden. Da werden wir mal. Ich glaube, ich habe ein bisschen schief geschnitten, Leute. So schief. Sieht eigentlich nicht so aus. Also ein bisschen schief scheint es doch hier oben zu sein. Also ja, müssen wir gucken. Na, jetzt müssen wir schauen. Und zwar, hier kommt ein Lochblech drum. Das machen wir aus Dreiermatte. Das muss ich noch machen. Und dann kommen hier quasi so 4 Zylinder. Dazwischen immer so ein bisschen Platz. Also ein bisschen enger. Und dann wieder ein Zylinder. Dann wieder so ein bisschen wie so eine Art Schelle. Ja? Dann wieder ein Zylinder und dann wieder einer. Und hier vorne kommt dann noch so eine Art Spitze, so wie bei dem Elektro-Tonnenfahr. Da wollte ich eigentlich eine Mechanik reinbauen, dass man, wenn man damit zudrückt, dass dann da was Licht rauskommt. Aber ich glaube, bei der Dicke und alles, ich glaube, das wird mit einem, sag schnell, mit einem Touchlicht ja, viel zu kopflastig. Wie gesagt, mal gucken. Vielleicht finde ich hier eins, was klein genug ist, dass das vielleicht doch funktioniert. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier ungefähr 51 cm. Dann machen wir die Zylinder. Machen wir immer so 10 cm. Ich würde sagen, ich mache aber auch erstmal nur so den ersten, wo ich dann auch schon wieder am Überlegen bin, ob ich den irgendwie, ich glaube, die mache ich alle irgendwie so, wie das hintere Teil. Und ummantel die dann quasi, ich mache dann, wenn die länger sind, mache ich dann vielleicht 2, 3, ja, sagen wir 3 oder 4, damit das nicht so eingedrückt wird, wenn mal was Belastung drauf kommt, aber dass man dann quasi, ich sag jetzt mal hier mit dem Lötkolben oder sowas, noch sowas reinbrennen kann, um den Schlauch da durchzuführen mit dem Kabel. Ich glaube, die Idee, die ist ja nicht mal so übel. Ich glaube, das könnte ja funktionieren. So, wir machen das jetzt einfach mal hier ein bisschen rund. Also, ich hoffe, da wird halbwegs rund kriege. So ganz rund wird es sowieso nicht, aber wie gesagt, so ganz schlimm ist es nicht. Ist ja der erste Prototyp. Aber wird ein bisschen eirig. Aber ist nicht so schlimm. Leute, da muss ich wirklich noch vielleicht mal noch so ein Stück abschneiden, aber ist nicht schlimm. Schreibe. So. Obwohl hier das ist mit der glatten Fläche, aber das ist nicht schlimm. Das machen wir nach innen. Und dann ist das gut. So Reststücke vom. So, wie gesagt, so Reststücke vom Kernstoff kann man immer mal gebrauchen. Wie ihr seht, legt er dann drauf, schneidet er ab. Ne? Dann habt ihr dann immer, wenn er von den Sachen halt, von den Kernstäben, wenn er die ausgesägt hat, beziehungsweise ausgeschnitten, wenn ihr nicht mehr genug habt, könnt ihr das damit halt auch relativ einfach machen. Nur so als Tipp. So. Ich hätte besser die Schräge schon reingeschnitten. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. So, dann werde ich jetzt erstmal das Lochblech machen. Dann wird das aufgeklebt, dann noch der letzte Ring vom Zylinder. Ja, und dann fangen wir mit der Spule an.
dann habe ich schon mal wieder ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, das hier wird die Spitze. Da habe ich wieder so ein Stück von ausgeschnittener Matte vom Kernstab genommen. Eine Dreiermatte drum gewickelt. Jetzt muss ich gucken, das Ganze muss ich noch ein bisschen schleifen und die Teile hier auch noch. Wie gesagt, diesmal habe ich mir für die Spule hinten überlegt, wie ich das besser hinkriege. Ich denke mal, das könnte funktionieren. Ich muss hier nur noch ein paar Sachen schleifen und dann schauen wir mal. Aber so langsam nimmt das ganze Teil Form an. Dann habe ich auch noch eine Mutter gemacht. Einfach mit dem Locheisen in der 10er Matte ein Loch aus. Und habe dann so ungefähr, dass das viereckig ist. Und habe dann überall noch die Ecken abgesäbelt. Das kommt dann gleich hier drauf. Aber erstmal muss ich das noch alles ein bisschen rund schleifen. Dann habe ich noch, Papier nehmen wir mal lieber für Heißklebepistole. Dann habe ich mir noch für das Lochblech, was dann hier dran kommt, schon mal was gemacht aus Dreiermatte. Mit dem Locheisen dann die Löcher aus. Das wird dann hier der Griff. Hier kommt dann noch mal eine Matte drum. Für den 4. Zylinder. Dann habe ich mir überlegt, das ist mir vorhin, als ich in den Keller runtergegangen bin, mal so nebenbei eingefallen. Und zwar, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Und zwar, ich muss ja von dem Fach, also von dem Zylinder, wo dann die Elektrik rein soll, muss ich ja einen Kabel hinten für die Spule. Jetzt hätte ich mir nämlich fast den Fehler gemacht, dass ich hier quasi, wäre ja nichts gewesen. Jetzt muss ich gucken, ich bin schon den Lötkolben am Vorglühen, dass ich hier eine Linie drunter mache und dann mit dem Lötkolben in die Matte, ich sag jetzt mal, die Führung für den Kabelkanal einbaue. Ja, das ist jetzt so ungefähr der Plan. Da gehe ich jetzt am besten erstmal hin, mache dann hier irgendwie mal so eine Linie. So. Und auf dieser Linie machen wir dann quasi den Durchgang für den Kabel. Mal gucken, ob ich das mit dem Lötkolben da eingebrannt kriege. Ich denke mal schon. Ja. Wie gesagt, das lassen wir jetzt erstmal was vorglühen. Dann brauchen wir erstmal für hier den Lötkolben. Dann können wir aber in der Zwischenzeit, wo das am Vorglühen ist, werden wir hier schon mal was rund schleifen und dann machen wir schon mal die Spitze so ein bisschen fertig. So. Der Schlauch, der muss da auf jeden Fall durchpassen. So. Ich würde sagen, ich nehme mal von den Schläuchen. Die können. Den kriege ich nicht ganz hier raus. Ist nicht schlimm. Gucken einfach mal, ob das so funktioniert. So. Jo, da funktioniert es soweit. Ich würde sagen, hier müssen wir das Ganze noch ein bisschen tiefer machen. Da traut man nicht so ganz hin. Hier drin ist es nicht schlimm, weil da kommt ja sowieso was drum rum. Also müssen wir das hier, wo das Blech kommt, noch ein bisschen tiefer machen. Na, das sieht doch schon viel besser aus. So. Hier ist es gut. Ja, da eigentlich auch. Ja, müsste funktionieren. So. Können wir hier das Ding schon mal wieder weitermachen. Auf jeden Fall schon den groben Grundbau, dass man schon mal erkennen kann, in welche Richtung es dann nachher aussieht. Also für die Leute, die nicht wissen, wie so ein Ding aussieht. Wie gesagt, ich hatte sowas auch schon mal früher gesehen, aber ich konnte da nicht wirklich viel mit anfangen. So, jetzt müssen wir gucken. Und zwar mache ich dann hier, wo das hier zu ist, über den Kanal drüber, damit das dann nachher da nicht durchleuchtet. Also
soweit der Plan. Und natürlich auch hier. Naja, wir machen das damit. Machen wir so. Den Gitter ich auch schon hier rumfliegen, aber Goulet, die brauche ich nicht. So. Und erstmal ein ordentliches Stück Kleber. Wie gesagt, können wir natürlich auch alles mit Batex machen. Dann haben wir den Griff schon mal mit den Löchern. Dann machen wir hier noch das Teil drum. Bei dem Teil überlege ich, ob ich hier noch mal ein bisschen was drum mache vorne. Na, mal gucken, wie ich das am besten hinkriege. Bin noch am Überlegen. Nur wie gesagt, also die Teile, ich denke mal, hier kommt das Batteriefach rein. Da muss ich dann noch ein bisschen was wegschneiden. Das mache ich dann später. Das müsste aber hoffe ich passen. Das habe ich mal ja nicht so ausprobiert. Ja, das könnte ziemlich eng werden. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Ich mache dann hier noch so ein kleines bisschen rein. Hier schneide ich auch noch was weg, damit man das dann quasi zum Griff rausziehen kann. Und da muss ich ziemlich noch runter gehen. Das wird von der Höhe. Muss ich ungefähr noch mal die Hälfte. Aber ich glaube, ich nehme die Seite. Die ist ja ein bisschen jetzt oval. Da muss ich dann noch ein bisschen das Ding hier, das machen wir wieder ab. Aber das machen wir dann im nächsten Teil. Da kommt dann die ganze Elektrik und wird dann verarbeitet. So. Das ist hier, das ist da. Ach, das Ding klebe ich schon mal dran. Das war nachher vielleicht ein bisschen blöder zu bearbeiten noch, aber dann weiß ich wenigstens schon mal ungefähr, wo überall die Mitte und so was ist. Das macht das vielleicht dann auch ein bisschen einfacher. Hier müssen wir ja dann auch noch löschen und so, aber wie gesagt, das mache ich im nächsten Teil. Sonst wird das Ganze wieder viel zu lang werden. So, das ist die Spitze. Das Teil. Das ist da was. Dann muss ich mal gucken, wenn ich das alles geschliffen habe, denke ich mal, würde ich auch hier nochmal Fliegengitter drum machen, um das Ganze noch so ein bisschen zu stabilisieren. So gegen Abreißen und so. Aber ich denke mal so, im Großen und Ganzen kann man glaube ich schon erkennen, was das werden soll. Dann würde ich sagen, für das erste Teil reicht das erstmal. Sonst wird das wieder viel zu lang, Leute. Ich denke mal, das werden 3 Teile. Im ersten habt ihr gesehen, das ist jetzt erstmal so der grobe Grundbau. Also, ne? Dann können wir ja schon mal sehen. Ich hoffe, dass ich das mit dem Bild hinkriege, das irgendwie einzublenden, damit ihr sehen könnt, wie das ungefähr dann aussehen soll. Ne? Sind vielleicht beim Bau noch so ein paar Denkfehler drin, so mit der Kabelverlegung und so, das machen wir dann im nächsten. Dann machen wir auch die Zylinder und alles zu und dann die ganzen Feinarbeiten und Details und hast du nicht gesehen. Und im dritten werde ich das ganze Ding dann pinseln und fertig machen. Also so sieht der Plan aus. Mal gucken, ob es funktioniert, aber ich denke mal schon. Bisher bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Mit der Spule hat auch so weit hinten, also naja, was heißt geklappt? Ich werde wahrscheinlich, ich bin noch am Überlegen, ob ich das mit dem gedrehten Schlauch dann machen werde. Weiß noch nicht, ob das vernünftig hält. Muss ich gucken. Ansonsten mache ich halt nur den etwas dickeren Schlauch da durch, fixiere den dann wieder irgendwie und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall hübsch aussehen, wenn es fertig ist. Das kann ich euch schon mal versprechen. Hoffentlich kann ich halten. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, wundert euch nicht. Ich bin momentan ein bisschen gestresst, dass unter der Woche keine Videos kommen. Ich hoffe, dass ich im August wenigstens am Wochenende ein Video schaffe. Wie gesagt, meine Mutter zieht um, bin ein bisschen im Stress. Schon Vorbereitung, Kartons vorpacken, ausräumen, das Ganze managen. Ne? Also seid da ein bisschen nachsichtig. Ich hoffe dann im September, dass ich dann wieder richtig loslege. Wie gesagt, schönen Sonntag. Wir sehen uns.